Newsflash: Kim Kardashian und Kanye West sind geschieden. Und ja, ich weiß, Kim Kardashian ist jetzt nicht die Person, die wir normalerweise wegen ihrer Werte feiern und es total gut finden, was für ein Körperbild sie vermittelt. I mean, selbst das, was sie über Frauen in der Arbeitswelt sagt, ist mehr als kritisch. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Bester Tipp überhaupt. Und ja, ich weiß, bei jeder Trennung eines Promi-Paares sind die Klatsch- und Tratsch-Seiten ganz groß mit dabei und stellen alles, was da abgeht, als ultra dramatisch dar. Aber wenn wir da mal genauer hinschauen, dann haben wir hier vielleicht wirklich ein ernsthaftes Problem. Kanye, bzw. Ye, wie er mittlerweile offiziell heißt, hat die Scheidung mit Kim nie wirklich akzeptieren wollen und für viele sah es im ersten Moment so aus, als würde er um seine große Liebe kämpfen. So romantic. Oder ist es doch eher beängstigend? Das Ganze ist mittlerweile so krass, dass wir darüber sprechen müssen, ob sein Verhalten nicht dem eines Stalkers ähnelt. Denn seine emotionalen Postings und Handlungen führten sogar so weit, dass er Drohungen gegen nahestehende Personen von Kim in Musikvideos verfilmte und von Instagram teilweise gesperrt wurde. Wir schauen uns in diesem Video also an, wie gefährlich ist es, dem Ganzen gerade einfach nur zuzuschauen und eine Gossip-Schlagzeile nach der anderen zu veröffentlichen und vor allem, was genau macht Kanyes Verhalten so beängstigend und wo wurden Grenzen überschritten. Aber eins nach dem anderen, let's go. Um mal zu verstehen, wie sich die Ehe zwischen Kim und Kanye entwickelt hat, müssen wir ganz kurz ein bisschen zurückspulen. So um 2002 rum haben sich die beiden kennengelernt. I remember he was asking his friends, who is this Kim Kardashian? 8 Jahre waren Kim Kardashian und Kanye verheiratet. Die ersten Dates fanden dann nach Kims Trennung mit Kris Humphries statt, so 2011 rum. 2 Jahre später haben sie sich nicht nur verlobt, sondern auch ihr erstes Kind, Northwest, wurde geboren. Wieso sie heutzutage wegen ihr und TikTok streiten, dazu später mehr. Heute haben sie 4 gemeinsame Kinder. Ich würde wetten, jeder von uns hat mitbekommen, dass Kanye für das Präsidentenamt der USA kandidierte und hier dann auch viele persönliche Informationen über die Kardashians preisgab, was vor allem Kim sehr wütend gemacht haben soll. Er streute auch über Social Media erste Scheidungsgerüchte und sowas wie Kim würde versuchen, ihn einzusperren. Das alles hatte er dann aber wieder gelöscht und seitdem häuften sich auch die Gespräche und News zu seiner geistigen Gesundheit. Kanye hat nämlich eine bipolare Störung. Das heißt, dass er unter einer psychischen Erkrankung leidet, die sich durch starke Stimmungsschwankungen bemerkbar macht. Also entweder fühlst du dich wie auf einem extremen Hoch oder auf einem absoluten Tief. Darüber sprach er auch schon oft in Interviews. Später soll er behauptet haben, dass es sich um eine Fehldiagnose handeln würde. Er bezeichnete seine mentale Gesundheit auch gerne mal als Superpower oder mentalen Breakthrough. I think it's important for us to have conversations about, open conversations about mental health, especially with me being Black, because we never had therapists in the Black community. We never approached like taking medication. And I think it's good that when I had my first complete blackout at age 5, my mom didn't fully medicate me because I might have never been Ye. Über Instagram äußerte sich auch Kim Kardashian zu der Situation und postet eine Reihe von Instagram-Stories, in denen sie über seine bipolare Störung spricht. Sie bittet um Mitgefühl und Empathie seitens der Menschen und Medien. Dann ging die Ehe, so wie wir das von außen beurteilen können, langsam aber sicher in die Brüche. Und Kim reichte die Scheidung ein. Im Oktober 21 äußerte sich Kim noch optimistisch über die Trennung und lobte ihren heutigen Ex-Mann während ihres Auftrittes bei Saturday Night Live. Wobei, ich weiß nicht, kann man das überhaupt Loben nennen, oder? Also ich finde es irgendwie schon ziemlich hart. Ich nehme mich auch. I married the best rapper of all time. Not only that, he's the richest Black man in America. A talented, legit genius who gave me 4 incredible kids. So, when I divorced him, you have to know it came down to just one thing. His personality. Bisschen strange nur, dass Kanye danach die Trennung erstmal leugnet. SNL making my wife say I divorced him on TV because they just wanted to get that bar off, and I ain't never even seen the papers. We never even divorced. So how we? Because that ain't no joke to me. My kids want their parents to stay together. I want us to be together. Es ist mir auch wichtig zu betonen, dass wir das von außen alles gar nicht so richtig beurteilen können. Wir können uns nur ein Bild von dem machen, was wir anhand ihrer Insta-Postings, Interviews und Live-Auftritte so mitbekommen. Alles andere ist Klatsch und Tratsch. Aber die ein oder andere Story müssen wir uns trotzdem genauer anschauen, denn hier fängt das Ganze an, problematisch zu werden. Kanye lebt schon seit längerem auf 2 Ranches in Wyoming, wo er auch Musik aufnahm, während Kim mit den Kindern in Kalifornien blieb. Und auch in der Reality-Show der Kardashians konnte man mit ansehen, wie sehr Kim die Trennung mit Kanye beschäftigte. I think he deserves someone that can go support his every move and go follow him all over the place. I can't do that. He should have a wife that supports his every move. I feel like a failure, that it's like a third marriage. Yeah, I feel like a loser.
but I can't even think about that. Like, I want to be happy. Aber zum Glück gibt es nach diesem Down auch ein Up für sie, denn jetzt kommt Comedian Pete Davidson ins Spiel. Aber auch Kanye West hatte kurzzeitig eine neue Partnerin, und zwar Schauspielerin Julia Fox. Und während Kim sich nicht zu seiner neuen Partnerin äußerte, fühlte sich Kanye von Pete provoziert. Was anfangs wie eine Stichelei zwischen zwei Teenagern aussah, wurde dann aber zu einer etwas heftigeren Story. Und Pete ist nicht ganz unschuldig, denn zum Beispiel auf die Frage von Kanye an Pete, wo er denn sei, antwortete er mal: im Bett deiner Frau. Schon ziemlich provokant, aber Kanye hat Pete eben auch provoziert, und das war ein paar Stufen härter. Kanye West veröffentlichte dann mit Rapper The Game den Song Easy. Im Musikvideo sind Kanye und Pete Davidson als Knetfiguren zu sehen. Im Video entführt und fesselt Kanye Pete, läuft mit dessen Kopf unterm Arm herum und begräbt ihn zum Schluss. Pflanzt dann noch ein paar Blümchen auf die Stelle und rappt Folgendes. Dabei spielt er auf einen schweren Unfall an, den er 2002 überlebte, nur um jetzt Pete Davidson zu verprügeln. Nicht nur Fans fanden das Video dann teilweise zu krass, sondern auch Kim äußerte sich dazu. Sie schrieb Kanye privat eine Nachricht, die er dann veröffentlichte. Darin stand, dass er Pete in Gefahr bringen würde und dass es seine Schuld wäre, wenn ihm etwas zustoßen würde. Daraufhin postet Kanye diese Nachricht mit der Caption: Ich kümmere mich selbst drum. Außerdem sagte er, dass es sich um Kunst handle. Es sei eine Form der Therapie für ihn. Ich meine, was Kunst darf und nicht darf, ist ja immer so die Frage. Dazu äußerte sich dann auch der amerikanische Talkshow-Host Trevor Noah. I do understand that art can be therapy. I honestly do understand that, right? But I also understand that therapy can be therapy. Pete Davidson holte sich danach wohl auch Bodyguards, nicht aus Angst vor Kanye, sondern vor seinen Fans. Und auch auf Twitter solidarisierte man sich mit Pete. Und I get it. Kanye könnte sich ja wirklich professionelle Hilfe suchen, um die Scheidung zu verarbeiten, statt seine Gewaltfantasien mit der Öffentlichkeit und seinen Fans zu teilen. Immerhin geht es hier um eine real existierende Familie, ein echtes Leben mit Kindern, die sowieso schon viel zu stark in das Ganze mit einbezogen werden. Aber Kanye soll sich auch schon bei der Behandlung seiner bipolaren Störung gegen Medikamente entschieden haben. Aus Angst, es könnte seine Kreativität beeinflussen. Stattdessen postet er weiter private Nachrichten, auch von Pete, der ihm hier wohl versucht zu erklären, dass er sich nicht zwischen Kanye und seine Kinder stellen möchte, woraufhin der Rapper nur in seine Caption schrieb: Du wirst nie meine Kinder treffen. Und dazu fallen mir direkt zwei Dinge ein. Erstens, wieso schreit er eigentlich immer so? Also, ich bin übrigens nicht die Einzige, die Großbuchstaben als schreiend interpretiert. Dazu hat er sich aber auch schon mal im Nachhinein entschuldigt und meinte, er würde an seiner Art zu kommunizieren arbeiten. Und zweitens will er ja eigentlich nur sein altes Leben zurück, was er auch oft betonte, aber wieso ist dann ein Musikvideo mit Drohungen seine einzige Idee? Schauspieler D.L. Hughley sagte dazu das hier. I would want my family. I understand that too. But if you want your family, stop doing the shit you did that made her leave. How about take your medicine? Gerüchten zufolge soll Kim selbst schon versucht haben, Kanye zu einer Therapie für seine geistige Gesundheit zu bringen, doch alle Versuche seien erfolglos gewesen. Diverse Medien berichteten daraufhin, dass niemand Kanye sagen könnte, was er zu tun hat, außer Kanye. Und das stimmt natürlich, es ist am Ende auf jeden Fall seine Entscheidung, wie er mit seiner Krankheit umgeht, aber dann ist es eben auch keine Überraschung, dass sein Verhalten so ganz ohne Behandlung auch massive Auswirkungen haben kann. Und wer sich jetzt dachte, bra, und deshalb ein Video machen? Der sollte sich jetzt mal so ein bisschen zurücklehnen und Popcorn holen, denn jetzt wird's nochmal richtig skurril. Zum Beispiel, dass Kim die Scheidung will, bedeutet ja auch automatisch, dass sie ein wenig Abstand zu Kanye haben möchte. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass sie schon eine längere Zeit unterschiedliche Anwesen in 2 US-Staaten hatten. Allerdings besitzt Kim mit Kanye zusammen ein Haus in den Hidden Hills, Los Angeles, wo sich Kanye nun auch ein weiteres Haus gekauft hat, um ganz in der Nähe seiner Ex-Frau und seinen 4 Kindern sein zu können. Sie sind jetzt also Nachbarn. Wenn das wegen der Kinder so abgemacht und gewollt ist, super. Wenn nicht, dann vielleicht ein bisschen schwierig, oder? Was sagt ihr dazu? Ein anderer Fall. Kanye besorgte Kim zum Valentinstag einen personalisierten Truck mit dem Satz My vision is crystal clear. Mit K geschrieben, versteht ihr? KK, Kardashians und so. Und der Truck war gefüllt mit Dutzenden von Rosen. So romantic. Hier bekommt der Begriff Rosenkrieg eine ganz andere Bedeutung. Vielleicht muss man nochmal betonen, Kim möchte die Scheidung. Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Ex sowas abziehen würde, ich hätte nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Dann ging das mit dem Veröffentlichen von Privatnachrichten weiter. Kim fragte Kanye, wieso er keiner ihrer Unterhaltungen privat halten könne, was ihn dazu dann auch brachte, haltet euch fest, diese Nachricht zu posten. Yay, nichts gelernt. Aber was noch viel verstörender war, ist seine Antwort dazu, ich bin ein größter Fan.
warum sollte ich es nicht jedem erzählen? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde und bei Kim sieht es dann so aus, dass sie ein Statement zu Kanyes Verhalten auf Instagram postet und hier wird immer wieder deutlich, dass Kanyes Verhalten nicht nur ihr, sondern auch den Kindern schaden würde. Apropos, was den Kindern und vor allem ihrem ersten Kind, Northwest, schaden würde, sei laut Kanye der Konsum und das Nutzen von TikTok. Kim erlaube North, Videos auf der Plattform zu veröffentlichen, wohingegen Kanye das stark kritisiert. Während Kim damit argumentiert, dass Kanyes Belästigungen ihr gegenüber viel schlimmer seien, als jedes TikTok-Video es je sein könnte, bekommt Kanye Rückhalt zum Beispiel von der rechtskonservativen Aktivistin Candace Owens. Sie sagt, dass psychologische Auswirkungen der sozialen Medien auf junge Mädchen real und bereits dokumentiert sind und dass Kim diesmal im Unrecht sei. Ich persönlich sehe die ganze Debatte rund um Kinder auf Social Media auch extrem kritisch und ziemlich gefährlich, vor allem weil sie 8 Jahre alt ist und weder die Risiken kennt noch irgendwas selbst entscheiden kann. Aber wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir das gerne auch mal in die Kommentare. Kanye behauptet außerdem, er dürfe seine Kinder kaum sehen. Kim dagegen postet direkt, dass das so nicht wahr sei. Vor Gericht setzte sie sich auch dafür ein, dass er die Kinder immer sehen dürfe, auch wenn sie offiziell bei ihr wohnen würden. Schwierig alles. Nach dem ganzen Drama, den Kim ja eigentlich privat halten wollte, konnte das alles nicht anders geregelt werden und Kim sprach vor Gericht von unüberwindbaren Differenzen in der Ehe. Im Interview mit der Vogue äußerte sie sich auch zum ersten Mal direkt zur Trennung und da sagte sie sowas wie: In den letzten 2 Jahren habe ich beschlossen, dass ich mich selbst glücklich machen werde. Ich habe mich selbst gewählt und man kann so verletzt oder wütend auf seinen Ex sein, aber ich denke, vor den Kindern muss es immer heißen, dein Dad ist der Beste. Aber sie äußerte sich auch direkt zu Kanyes Verhalten der letzten Monate und sagt, Kanyes Besessenheit, unsere Situation so negativ und öffentlich zu kontrollieren und zu manipulieren, verursacht nur weiteren Schmerz für alle. Seit März diesen Jahres ist der Scheidungsprozess nun endlich vorbei. Dass das Ganze nicht nur psychisch belastend sein muss, wird auch bei Kanye Wests Karriere spürbar, denn an der ging das Drama nicht ganz spurlos vorbei. Erst wurde während des Prozesses sein Instagram-Account kurzfristig gesperrt, dann wurde er auch noch wegen seiner Postings von den Grammys ausgeladen, wobei er dort mehrfach nominiert wurde. Wenige Tage nach der Scheidung vor Gericht, bei der die beiden nicht persönlich anwesend waren, postete er dieses Gedicht auf Instagram, was mittlerweile von ihm wieder gelöscht wurde. Die Scheidung fühlt sich wie Corona in vollem Umfang an, wie durch eine Glaswand rennen, als wären dir deine Kinder entrissen, als hätte man auf dich geschossen. Okay, reicht jetzt auch. Das klingt irgendwie alles so absurd für mich, dass ich mich frage, ist das alles echt? Also, passiert das wirklich? Ist das nicht einfach vielleicht eine riesige PR-Show? Ich meine, clever wäre es für beide Seiten. Kims neue Sendung von The Kardashians startet im April in den USA und Kanyes Netflix-Doku ist gerade veröffentlicht worden. Also versteht mich nicht falsch, ich fände es ziemlich heftig, wenn durch Bedrohung, Belästigung und öffentlichem Nachstellen PR gemacht werden würde. Das wäre nicht nur ziemlich krass, sondern auch für alle Betroffenen, die tatsächlich unter Belästigung der Ex-PartnerInnen leiden, eine richtige Ohrfeige. Aber ausschließen kann ich es halt auch nicht ganz. Angenommen, das stimmt alles, dann hätten wir hier echt ein Problem. Denn nur weil Kim, Kim ist, heißt es ja nicht, dass wir uns hier weniger Sorgen machen sollten. Jeder Mensch hat das Recht dazu, sich von einer anderen Person zu trennen. Egal, ob man berühmt ist oder nicht. Und da bin ich nicht alleine mit meiner Meinung. You may not feel sorry for Kim, you know, because she's rich and famous, because of the way she dresses, because she appropriates black culture, because she tells women they're lazy, because she broke the internet and then didn't put it back together, whatever, you hate her, whatever. But, what she's going through is terrifying to watch, and it shines a spotlight on what so many women go through when they choose to leave. Und das ist das Ding. Alleine 2020 gab es in Deutschland 148.031 Opfer häuslicher Gewalt. Davon fallen ca. 22% unter Bedrohung, Stalking oder Nötigung. Und dabei müssen wir bedenken, dass die Dunkelziffer noch höher liegt. Denn den eigenen Partner, die Partnerin oder Ex zur Anzeige zu bringen, ist oft mit einem Risiko oder sehr viel Scham verbunden. Oft wird Betroffenen nicht geglaubt. Rechtlich gesehen gibt es kaum Chancen auf ein Urteil zugunsten der Betroffenen. Deshalb brauchen wir vor allem bei prominenten Beispielen, wie jetzt bei Kanye West, eine gesellschaftliche Debatte über toxisches Verhalten nach Trennungen und die Gefahr, die davon ausgeht. Denn nicht nur einmal hat Kim Kardashian gesagt, dass es sie psychisch und seelisch mitnimmt und sie endlich ihre Ruhe haben möchte. Und auch Fans reagierten bereits auf Kanyes problematisches Verhalten und riefen eine Online-Petition ins Leben, in der steht, dass man nicht nur zuschauen dürfe, wie Kanye andere belästigt, manipuliert und verletzt. Es sei beschämend, dass er das einfach so tun könne. Gefordert wird von der Petition, dass sich Veranstalter wie
Coachella von Kanye distanzieren sollen, um ein Zeichen zu setzen. Andere wiederum vermissen das Team Kim Ye und wollen einen Comeback der Familie, weil das wäre ja sicher so romantic. Was ich nur noch mal klarstellen möchte, wir sagen nicht, Kanye West ist sicher ein Stalker, das steht uns gar nicht zu. Dennoch trifft das ein oder andere der offiziellen Definition des Stalkings auf ihn zu und das sollte uns zu denken geben. Um das Ganze besser einordnen zu können, habe ich mir auch Interviews mit Expertinnen und Experten durchgelesen, wie dieses hier von Bluewin mit Nathalie Schneider. Sie ist Sozialarbeiterin und Beraterin bei der Fachstelle Stalking der Stadt Bern und sagt, dass es unmöglich ist, einen Fall aus der Ferne zu beurteilen. Es gäbe ihrer Meinung nach aber Anzeichen für Stalking, da es sich hier um eine wiederholte Belästigung handelt und sein Verhalten als unangenehm oder bedrohlich empfunden wird. Und auch das Verhalten Kanyes gegenüber Pete Davidson sei ein typisches Zeichen für Ex-Partner-Stalking. Kim ist eine der reichsten Frauen der Welt und trotz ihrer Reichweite, dem Geld, Bodyguards und Kontakten kann sie nicht verhindern, dass sie von ihrem Ex belästigt wird. Und die Geschichten, die wir hier gehört haben, sind nur die, die es an die Öffentlichkeit geschafft haben. Also wer weiß, was da alles noch hinter verschlossenen Türen abgeht. Und ich kann irgendwie nachvollziehen, dass es dem einen oder anderen schwerfällt, sich mit Kim zu solidarisieren, aufgrund ihrer Vergangenheit. Aber ich bin davon überzeugt, dass das alles die Belästigung nicht rechtfertigen, mit denen sie zu kämpfen hat. Sie ist nicht immun gegen Kanyes Verhalten, nur weil sie Geld und Fame hat und das muss uns bewusst werden. Wir sehen hier nicht Kim Kardashian, die eben mal ein bisschen Drama in einer Reality-Show hat. Wir sehen hier eine Frau, die von ihrem Ex-Partner belästigt wird und nicht in Ruhe gelassen wird. Und die ganze Welt sieht dabei zu, falls es stimmt. Denn ja, auch wenn sie bereits offiziell geschieden sind, geht der psychische und emotionale Druck ja weiter. Alleine schon dadurch, dass sie sich noch wegen Geld oder des Sorgerechts streiten und er immer Teil der Familie bleiben wird. Klar, das hier ist nur ein Mini-Ausschnitt aus ihrem Leben und wir wissen natürlich nicht alles, aber ich würde mir wünschen, dass dieser öffentliche Streit bald zu Ende geht. Und wenn es nur für die Kinder ist. Jetzt aber meine Frage an euch, habt ihr irgendwas davon mitbekommen oder musstet ihr vielleicht sogar schon mal Selbsterfahrungen mit so einer Art von Belästigung machen? Dann schreibt mir das bitte jetzt mal in die Kommentare. Hier gibt es 2 weitere Videos von uns, die euch vielleicht interessieren könnten, falls noch nicht gesehen. Abonniert gerne den Kanal und macht auch gerne die Glocke an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bye!